Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die Geschichte des Staates Israel, dieses Mal in Teil 3 über die Zeit nach 1948, nach dem beendeten Palästinakrieg, über die Narrative, die in dieser Zeit entstanden, sowohl auf der israelischen Seite wie auf der palästinensischen Seite und wie diese Narrative bis heute dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern nachhaltig zu stören. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Im Jahr 1949 endete der sogenannte Palästinakrieg. Der Palästinakrieg bestand im Grunde aus zwei unterschiedlichen Phasen. Zum einen einem sogenannten Bürgerkrieg, der seit Ende 1947 bis 1948 tobte, in dem sich die jüdischen Siedler und die palästinensischen Araber in der Region unterschiedliche Kämpfe lieferten, also im Grunde die letzte vorstaatliche Zeit aus der Sicht Israels bis zur Staatsgründung im Jahr 1948. Im Jahr 1948 schließlich kam es dann zur Gründung des Staates Israel und nur einen Tag darauf nun zu Beginn eines Krieges zwischen dem nun jungen Staat Israel und umliegenden arabischen Staaten, die eine Invasion begannen. Im Jahr 1949 ging Israel aus diesem Krieg gestärkt hervor. Doch dieser Krieg hatte hohe Opfer gekostet. Nahezu 6.000 Israelis, darunter 2.400 Zivilisten, waren in diesem Krieg umgekommen. Das entsprach ungefähr 1% der damaligen Gesamtbevölkerung des Staates Israel. Darüber hinaus war auch das Ende dieses Krieges nicht verbunden mit einer Wiederherstellung von guten nachbarschaftlichen Beziehungen, sondern ganz im Gegenteil waren die Waffenstillstandsverhandlungen aus der Sicht der arabischen Staaten, die die Verlierer in diesem Konflikt waren, nur ein Provisorium. Man wollte mittelfristig an diesen Grenzziehungen, die entstanden waren, natürlich wieder etwas ändern. Und darüber hinaus war man auch gar nicht daran interessiert, eine Normalisierung der Verhältnisse mit Israel herbeizuführen. Stattdessen isolierte man das Land wirtschaftlich und politisch in der Region, sodass Israel im Grunde eine Art Inseldasein führte, umgeben von potenziell feindlichen Mächten. Und dieser Zustand ist natürlich bis heute dafür verantwortlich, dass in Israel Militär und Verteidigung einen besonderen Stellenwert hat, denn es geht schlussendlich um das Sicherheitsgefühl einer ganzen Nation, umgeben von möglichen Feinden. Das Ende des Palästinakrieges 1949 hatte die Machtverhältnisse in Palästina und überhaupt im Nahen und Mittleren Osten grundlegend verändert. Israel als junger Staat war nun siegreich aus einem größeren Krieg gegen arabische Staaten hervorgegangen, hatte damit die eigene militärische Macht zum einen demonstriert und zum anderen die Existenz als eigener Staat abgesichert. Damit waren die gesamten Pläne, die man noch im Jahr 1947 für die Zukunft der Region Palästina hatte, im Grunde ad absurdum geführt. Denn die arabischen Staaten hatten die UN-Teilungspläne für die Region von 1947 im Grunde dadurch unterminiert, dass man einen Krieg gegen Israel begonnen hatte und die Israelis wiederum hatten ihr Staatsgebiet nun nochmals deutlich erweitert gegenüber dem Staatsgebiet, was man ihnen eigentlich 1947 zuschreiben wollte, nämlich um nahezu 23%. Durch diese Eroberungszüge der Israelis in diesem Krieg hatte man natürlich eine größere palästinensische Flüchtlingswelle ausgelöst, die bis heute in der kollektiven Erinnerung der Palästinenser weiterlebt. Doch dieser Umstand, dass man das Staatsgebiet um nahezu 23% erweitert hatte, war nicht gleichbedeutend mit einem neuen Sicherheitsgefühl auf israelischer Seite. Denn man muss sich bewusst machen, im Jahr 1949, nach dem Ende des Palästinakrieges, waren ungefähr 30% der israelischen Gesamtbevölkerung Überlebende des Völkermordes in Europa. Das bedeutet, diese Leute hatten jetzt im Grunde nochmal ein zweites Trauma erlebt, nur wenige Jahre nach den Geschehnissen in Europa, dass erneut die Existenz nicht nur des eigenen Staates, den man jetzt hatte, sondern auch die Existenz des eigenen Volkes erneut bedroht wurde. Dieses Gefühl wurde dadurch verstärkt, dass viele der Grenzen zu den unterschiedlichen arabischen Staaten in der nächsten Umgebung natürlich sehr fragil waren und darüber hinaus auch nicht sehr breit waren. Denn man muss sich klar machen, es gab durchaus Grenzübergänge zu den arabischen Staaten, die nur einige Kilometer breit waren, wo man also aus den Nachbarstaaten bequem mit Artillerie israelisches Staatsgebiet beschießen konnte und damit war natürlich Israel offen für einen möglichen Überraschungsangriff zu jeder Zeit. Und das verstärkte natürlich die Unruhe in
innerhalb der israelischen Gesellschaft. Aber auch im Inneren erlebte Israel seit 1949 tiefgreifende Veränderungen. Israel erlebte in diesen Jahren die größte Flüchtlingswelle seiner Geschichte. Nahezu 800.000 Menschen wanderten nach Israel ein, darunter viele Juden aus Europa, die nach dem Völkermord über die Jahre nun nach und nach dort abwanderten, aber es kamen natürlich auch viele Juden, die vorher in arabischen Ländern gelebt hatten und die dort durch die Entwicklungen nach dem Palästinakrieg nun nicht mehr leben konnten, weil sie in der Gesellschaft benachteiligt wurden, teilweise verfolgt wurden und so weiter. Insbesondere aus dem Irak, aber auch aus anderen arabischen Staaten strömten die Juden nun nach Israel. Der junge israelische Staat stand diesen Ausmaßen der Flüchtlingswelle völlig unbeholfen gegenüber, denn man war natürlich auf sowas nicht annähernd vorbereitet. Viele Flüchtlinge landeten zunächst einmal in Auffanglagern. Es dauerte Jahre, diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Darüber hinaus hatte man auch größere Lebensmittelknappheit. Man musste teilweise in den Jahren nach 1949 die Lebensmittel reduzieren. Man händigte im Grunde Coupons oder Lebensmittelkarten aus, wie man es auch aus dem Nachkriegseuropa kannte, um überhaupt dafür zu sorgen, dass man irgendwie diese große Flüchtlingswelle bewältigen konnte. Für die palästinensischen Araber hingegen bedeutete 1949 natürlich eine ganz andere Entwicklung. Man hatte kein Staatsgebiet hinzugewonnen, sondern tatsächlich war man von seinem traditionellen Staatsgebiet verdrängt worden. Israelische Truppen hatten zahlreiche arabische Dörfer erobert und hatten Flüchtlingswellen damit ausgelöst, die über Jahre anhielten. Etwa 700.000 Menschen waren nach 1949 auf der Flucht und lediglich 160.000 arabische Palästinenser fanden ihren Weg in den neuen israelischen Staat und diese bzw. ihre Nachkommen bilden bis heute in Israel die größte Minderheit im Staat. Zudem hatten die geopolitischen Entwicklungen nach 1949 für die Palästinenser keine großen Vorteile. Die arabischen Staaten schlugen tatsächlich hier noch Vorteile für sich heraus, von denen aber die arabischen Palästinenser nicht profitieren konnten. Beispielsweise annektierte Transjordanien nun die Westbank, sprich das Westjordanland, und wurde damit zu Jordanien. Und Ägypten besetzte den bis heute so wichtigen und konfliktreichen Gazastreifen. Und damit hatten die arabischen Länder durchaus noch was für sich aus diesem Krieg hatten herausholen können. Allerdings natürlich nur zu ihren Gunsten, denn die arabischen Palästinenser hatten davon nichts. Unter diesen Entwicklungen, Niederlage im Bürgerkrieg und im anschließenden Krieg und dann dem Verrat in Anführungszeichen der arabischen Länder drumherum, brach die palästinensische Nationalbewegung im Grunde nach 1949 komplett zusammen und sollten erst in den 1960er Jahren durch die Gründung der PLO, also der palästinensischen Befreiungsbewegung, wiederbelebt werden. Diese dargestellten Umstände führten zu einem Drama, das mittlerweile über Jahrzehnte anhält und bis heute das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern bestimmt. Die Gründung der Heimat für ein Volk, nämlich Israel, wurde zugleich zum Grund des Exils für ein anderes Volk, sprich die Palästinenser. Wer für die anhaltenden Konflikte bis heute maßgeblich die Verantwortung trägt zwischen diesen zwei Parteien, ist hoch umstritten und hängt elementar mit den verschiedenen Narrativen zusammen, die bis heute transportiert werden, auch wenn sie sich im Laufe der Jahrzehnte durchaus gewandelt haben. Doch vorweg sei gesagt, dass jeder Versuch, diese Frage eindeutig zugunsten einer dieser Parteien zu beantworten, immer mit großen Problemen verbunden ist, denn bei Kritik gegenüber palästinensischen Arabern wird man sehr schnell dem Vorwurf einer antimuslimischen Einstellung ausgesetzt und wenn man sich kritisch gegenüber Israel äußert, hat man sehr schnell den Vorwurf des Antisemitismus im Raum stehen. Insofern ist die Beantwortung solcher Fragen immer politisch stark aufgeladen und daher natürlich wissenschaftlich objektiv kaum zu beantworten, ohne sich dabei selbst die Finger zu verbrennen. Der Krieg von 1948 war die erste sowohl politische als auch militärische Bewährungsprobe für den jungen Staat Israel. Das neue Selbstbewusstsein, das sich aus dem Sieg in diesem Krieg ergab, war in gewisser Weise eine Antwort auf die jahrhundertealte Leidensgeschichte der Juden. Über Jahrhunderte war die Geschichte des Judentums eine Geschichte von Fremdherrschaft gewesen und eine Geschichte von sich einfügen, assimilieren in unterschiedlichen Mehrheitsgesellschaften. Diese Zeit war gekennzeichnet durch Verfolgung, Ausgrenzung und Verachtung, also in gewisser Weise eine Geschichte des jüdischen Volkes als Opfer, als Verfolgte.
Der Zionismus, der im 19. Jahrhundert aufkam, wiederum versuchte genau an diesem Denken zu drehen. Das bedeutet, man versuchte nun, das Judentum mit Hilfe einer Nationalbewegung zu einer starken Einheit zusammenzuführen und dieser Volksgruppe einen eigenen Staat zu geben, weil die Vordenker des Zionismus der Meinung waren, dass durch die Bildung eines eigenen Staates auch ein neues Selbstbewusstsein der Juden mit einhergehen würde, womit sie tatsächlich Recht behalten sollten. Die Gründung des Staates Israel war damit eine ganz bewusste Absage an die alte Verfolgungs- und Opferkultur, die das Judentum über Jahre zwangsweise gepflegt hatte, hin zu einem politisch und militärisch starken Judentum, das Macht ausüben konnte und vor allem verteidigungsfähig gegenüber jeglichem Gegner war. Diese Abtrennung des neuen Judentums in Israel von dem alten Judentum in Europa und anderswo auf der Welt machten viele junge Juden in Israel auch dadurch deutlich, dass man die Familiennamen der eigenen Vorfahren aufgab und sich bewusst neue Namen gab, um damit auch ganz klar einen Cut zu zeigen. Wir sind eine neue Generation von Juden, eine selbstbewusste Generation von Juden und wir haben mit der dramatischen Opfergeschichte unserer Vorgänger und Vorfahren so nichts mehr zu tun. Was vor 1948 zumindest mal ein formulierter Wunsch war, war nun nach 1949 eine gelebte Realität. Denn durch den Sieg im Palästinakrieg hatte Israel genau diese Stärke und dieses neue Selbstbewusstsein zeigen können. Und das war natürlich eine Bestätigung für die neue Identität und das neue Selbstempfinden der Israelis. Man kann gar nicht unterschätzen, wie wichtig der Krieg von 1948 und 1949 für das Selbstverständnis Israels war. Dieser Krieg wurde im Grunde als ein Wunder interpretiert, im Grunde ein biblischer Kampf Davids gegen Goliath. Das bedeutete allerdings nicht zwangsweise, dass man nach 1949 völlig taub gewesen wäre für das Leid, was man natürlich mit diesem Krieg auch über die arabischen Palästinenser gebracht hatte. Doch die Diskussion, welche Konsequenzen dieser Kriegssieg Israels für die Palästinenser hatte, war eher eine akademisch geführte Debatte. Das hatte man in literarischen Kreisen beispielsweise diskutiert, in Form von Literatur, die dieses Problem zumindest indirekt ansprach. Doch für die gewöhnliche Bevölkerung spielte dieser Umstand zunächst einmal keine Rolle, denn im Grunde waren das eben Feinde, für deren Schicksal man sich nur begrenzt interessierte. Aussagen, dass die Juden, die ein verfolgtes Volk waren in früheren Zeiten, nun selbst quasi zu Verfolgern anderer geworden seien, war die absolute Ausnahme und wurde über Jahrzehnte im Grunde kaum diskutiert. Erst in den 1980er Jahren sollte sich diese Sichtweise ein Stück weit ändern, weil eine nun neue postzionistische Generation von Historikern nun in die Universitäten kam, die kritisch aufarbeiteten, was in der Vergangenheit passiert war und auch kritisch mit der israelischen Politik in der Rückschau umgingen. Dieser Trend, dass man in den 1980er Jahren nun das alte Narrativ der glorreichen israelischen Siege in Frage stellte und vor allem der Politik, die darauf folgte, war keine Selbstverständlichkeit. Denn man muss sich klar machen, seit 1949 hatte es natürlich in Israel auch wieder andere Kriege mit den Nachbarstaaten gegeben. Man hatte den Sechstagekrieg, man hatte den Jom-Kippur-Krieg und damit war natürlich erneut die Bedrohung Israels deutlich geworden, sodass man nicht voraussetzen konnte, dass die israelische Bevölkerung offen sein würde für eine derartige Debatte. Doch tatsächlich hat sich an diesem Denken in der Rückschau und an diesem nationalen Pathos, was man noch nach 1949 hatte, bis heute viel geändert. Wenig überraschend war der Palästinakrieg aus Sicht der arabischen Staaten und aus Sicht vor allem der arabischen Palästinenser natürlich eine riesige Katastrophe gewesen. Wie gesagt, wurden Hunderttausende Menschen vertrieben, verloren ihre angestammten Gebiete, verloren ihre Häuser, ihren Besitz, ihre gesamte Existenz und wurden zu Flüchtigen. Diese Erinnerung wurde vor allem von den Zeitzeugen bzw. den Augenzeugen, den eigentlichen Betroffenen, über Jahre noch aufrechterhalten. Symbolisch bis heute steht vor allem das Herumtragen von Schlüsseln, das bedeutet viele dieser palästinensischen Siedler, die ihre Siedlungen aufgeben mussten, ihre Häuser aufgeben mussten, führten noch über den Rest ihres Lebens hinweg die Schlüssel ihrer alten Häuser mit sich, zum einen als Erinnerung, wo man herkam und zum anderen auch als eine Form der Hoffnung, dass man vielleicht eines Tages wieder dorthin zurückkehren könnte, wo man herkam. Diese Hoffnung auf Heimkehr wurde natürlich an nachfolgende Generationen weitergegeben. Doch das war natürlich eine sehr theoretische Größe, denn die nachfolgenden Generationen von Palästinensern lebten lange nicht nur noch in Palästina, sondern viele Nachkommen dieser Palästinenser lebten in ganz anderen Regionen der Welt, in den USA und so weiter und hatten Palästina selbst nie gesehen. Und dennoch verspürten diese Menschen eine emotionale Nähe und Verbindung zum Heimatland ihrer Vorfahren
Palästina. Und dieses Gefühl hat sich bis heute gehalten. Man könnte daher sagen, dass die Erfahrungen, die die Palästinenser über die Generationen machten, gar nicht so viel anders waren als die Erfahrungen der zionistischen Juden im ausgehenden 19. Jahrhundert. Denn diese zionistischen Juden, die den Traum von Jerusalem vor sich sahen, hatten Jerusalem zuvor nie gesehen. Für sie war es eine imaginäre Größe, ähnlich wie Palästina für die nachfolgenden Generationen von Palästinensern. Und dennoch versammeln sich immer wieder, besonders in Krisenzeiten wie aktuell, überall auf der Welt Menschen und treten für einen arabischen Staat in Palästina ein, um damit in gewisser Weise an die Vorfahren anzuknüpfen, auch wenn man diese Region nie selbst gesehen hat. Doch genau diese Heimkehr ist natürlich aus Sicht des Staates Israel der größte Knackpunkt in der gesamten Diskussion bis heute. Denn würde man diesen Palästinensern ausnahmslos die Rückkehr in ihre angestammten Gebiete erlauben, würden bis zu 5 Millionen arabische Palästinenser nach Israel strömen, wodurch sich die Demografie des Landes und sicherlich auch die nationale Identität grundlegend verändern würde. Auch in Israel ist das Thema Vertreibung heute natürlich wesentlich relevanter und stärker diskutiert als noch in der Zeit nach 1949. Heute hat man durchaus einen Blick in Israel dafür entwickelt, mit welchen Problemen die arabischen Palästinenser bei ihrer Flucht konfrontiert waren. Man sieht ein Stück weit darin natürlich auch die Geschichte der eigenen Vorfahren in Europa. Es gibt sogar Organisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Leute zu alten arabischen Dörfern zu führen und sie zu konfrontieren mit dem, was vor Jahrzehnten in Israel passiert war. Man hat teilweise sogar noch Zeitzeugen aus dieser Zeit, die berichteten, was ihnen in dieser Zeit passiert war. Und damit hat man in Israel ganz anders als nach 1949 heute natürlich einen wesentlich stärkeren Blick dafür entwickelt, dass auch die Israelis sich bei ihrer Politik nicht immer nur mit Ruhm bekleckert haben. Insofern ist das arabische Narrativ sicherlich eine Leidensgeschichte und eine Geschichte des Exils und der Vertreibung, die man bis heute den Israelis anlastet. Dabei spart das palästinensische Narrativ allerdings sehr bewusst aus, dass auch Juden nach 1949 von größeren Vertreibungswellen betroffen waren. Denn wie gesagt, mussten Juden nun häufig aus arabischen Ländern fliehen, wo sie nicht länger leben konnten nach dem Krieg von 1949 wegen gesellschaftlicher Benachteiligung, Verfolgung und so weiter. Und das zerstörte auch ganze Existenzen und teilweise eine Jahrhunderte bis Jahrtausend alte Geschichte. Denn im Irak beispielsweise, wo so gut wie alle Juden das Land verließen, brach man mit einer Geschichte, die nahezu 2300 Jahre alt war, denn so lange lebten auch Juden in diesem Land bzw. in dieser Region. Dramatisch aus heutiger Sicht und für den anhaltenden Konflikt zwischen Palästinensern und Juden ist sicherlich, dass Palästinenser und Juden eben bei genauerem Hinsehen eine gar nicht so unähnliche Geschichte durchlebten. Beide hatten erlebt, wie es ist, wenn man abgelehnt wird. Beide Gruppen hatten erlebt, wenn man keine Heimat hat. Und beide Gruppen hatten erlebt, wie es ist, von Flucht und Verfolgung betroffen zu sein. Dennoch sieht man natürlich, wie das meistens ist bei politischen Konflikten, das Gemeinsame nicht, sondern hält sich an dem Trennenden fest. Und somit lebt der Konflikt bis heute weiter. Und das wird vermutlich auch noch lange Zeit so bleiben. So viel erstmal bis hierhin in diesem kurzen Überblick zur Geschichte Israels bzw. den Narrativen von Israelis und Palästinensern nach dem Palästinakrieg im Jahr 1949. Ich fasse zusammen. Der Palästinakrieg im Jahr 1949 führte für Israel zu einem militärischen Sieg. Doch damit war die Krise in Palästina nicht beendet. Unter den Arabern wurden massive Fluchtwellen ausgelöst, die dazu führten, dass Hunderttausende Menschen aus ihren angestammten Gebieten vertrieben wurden. Doch auch auf jüdischer Seite kam es wieder zur Verfolgung, nämlich in den arabischen Ländern, wo nun teilweise die komplette jüdische Bevölkerung nach Israel floh. Das führte in Israel zur größten Migrationswelle der Geschichte dieses Staates mit über 800.000 Juden, die nun nach Israel strömten aus unterschiedlichen Teilen der Welt, wie gesagt aus arabischen Staaten, aber natürlich auch aus Europa, wo immer noch viele Völkermordüberlebende letztlich ins Land strömten. Das führte in Israel durchaus zu einer wirtschaftlichen Krise und teilweise dauerte die Integration der Neuankömmlinge viele Jahre. Das hing auch damit zusammen, dass die Juden, die aus anderen Teilen der Welt kamen, vor allem aus Europa, eine ganz andere Geschichte erlebt hatten als die jüdischen Siedler, die nun mit den Staat Israel begründet hatten. Diese Menschen lebten schon seit Jahren in dieser Region, hatten ein eigenes Selbstbewusstsein, auch im immerwährenden Kampf gegen arabische Siedler aufgebaut und konnten sich mit dieser Leidensgeschichte, die die Juden in Europa erlebt hatten, nicht mehr unbedingt identifizieren. Stattdessen hatte man spätestens seit 1848 im nun jungen Staat Israel den Aufbau eines neuen Judentums im Blick. Man wollte ein selbstbewusstes Judentum, ein starkes Judentum, ein wehrhaftes Judentum, was sich militärisch und politisch gegenüber Gegnern
behaupten konnte. Der Palästinakrieg 1949 führte im israelischen Narrativ zunächst einmal angefüllt mit massivem nationalen Pathos dazu, dass man das im Grunde als ein Wunder betrachtete. Man hatte hier endgültig mit den Wurzeln der Verfolgung der Vorfahren gebrochen und sich selbstbewusst positioniert. Aus Sicht der arabischen Palästinenser war das Ganze natürlich eine Katastrophe. Man wurde aus dem angestammten Land vertrieben und wurde zu Flüchtlingen. Damit teilen Palästinenser und Israelis in gewisser Weise eine gemeinsame Geschichte im Hinblick darauf, was man erlebt hatte. Flucht, Verfolgung, Ablehnung etc. Daher blickt man heute von israelischer Seite wesentlich offener darauf, was man sich auch vielleicht hat zu Schulden kommen lassen in den Kriegsjahren von 1948 und 1949. Das ändert allerdings nichts daran, dass das Trennende zwischen Israelis und Palästinensern bis heute nachwirkt und nicht nur auf Palästina begrenzt ist, sondern im Grunde ein globales Phänomen ist, weil überall auf der Welt sich sowohl Juden als auch Palästinenser mit Israel bzw. den arabischen Palästinensern solidarisieren, auch wenn viele von ihnen das Gebiet, über das sie dort sprechen, nie selbst zu Gesicht bekommen haben. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!